best verbroken met weide of een baan. Ongedreigd van de weg, ween de zin. Jezus, hij op die. Best die toom en je kom uit die zacht. Als den dorst voor een drink van de 12. Jezus, hij op die. Oh, kom daar.
Drev och prits väls till vals för din krön. Sei du väl från din trots vårt i funst. Hey, go Novus Kjork. Welkom hier met ons online. We willen aanvangen met wat Leute. Du raufst mig ut och rov bim nu. Du raufst mig ut och mina sjån. Sei dort aule es vergun, dort mir es je kun. Ni hopper stunungskraft, kan leben in mir, Jesus, heute als uns frihet. Nicht mehr, je bangen sind im Diensten, leben in a Leben scheinhet, heute als uns frihet. Ich sieh mit Heiligkeit gekleid, din Heiliger ist dein Leben in mir, dein Vergangenheit hast du.
hast die Fred, wann wir Opfer bringen. Du hast den Himmel dort als den Hies. Ober die Lebsten dort Leut wie sehen. Denn diesen Engel sind um den Thron. Sie bringen Preis ohne Dank verdient. Doch Halleluja von Aunbädunk, dort sine ganz leiste Melodie. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wann und wir dort dahin nie brennt, ne kleine Flom wordt de schwarte sein. Ik word die Opfer behouden in Haar. Ik word mich holen und wieder allein. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Joy for die Wehen wordt. Ober wie nicht betanen darf. Wie nur hier stehen uns vor.
Genoves levenswasser tjork, hier dichtbij, weit auf. Wir freuen uns, dass ihr mit uns top sind von der aus. Ich hatte diese Werk ein bisschen angedacht an verschiedene Personen, die hier gewöhnlich in der Kirche sind. Und dann denke ich, ich hatte ja für einen Monat nicht gesehen. Und ich bange mich nicht. Da wird Fan sein, wenn wir schwarer alle können top kommen. Und ich lüge nur den Tag und ich bete, dass das nicht zu lang wird dauern. Aber wir freuen uns, dass wir können in die Häuser ankommen, so steht. Und wo immer ihr top sind, auf hier dich bei oder weit auf, wir wünschen ihnen Gott seinen Recken Frieden. Von das aus, weil wir ein paar Dinge tun. Wir wollen erstens Gott anbeten und Gott danken, dass das ein von unseren 24 Stunden von Fasten und Beten. Und so wir wollen Gott anbeten von dir. Wir wollen ein bisschen nur sein Wort checken. Aber an ein von dieser Andacht, dann wollen wir auch ans Owentmol holen. Und ich würde Ihnen toten, in Ihre Heime oder in Ihre Gruppen, wo ihr top sind. Nehmt Ihnen ein Juice oder Wein, was in Ihre Häuser haben, ein Brot oder 3 Küken. Ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig, wo das ist. Das ist wichtig, wo uns Hort angestellt ist. Und so am Ende von das, dann werden wir das Owentmol nehmen und merkt Ihnen das rein in Ihre Heime. Und ich würde besonders Ihnen aus Männer, aus Dads in Ihre Heime, dort leiden. Vielleicht hast du das erste Mal in deinem Leben, wo du kannst deine Familie mit dem Owentmol dein. Aber weißt du, das Owentmol würde mal anfangen, das Passafast, das wie eine Familienfast. Und der Vater oder der Großvater, der würde leiden. Von daher habe ich gelernt, das in deinem Heim zu leben. Und so ich will dir Mut merken, dass ihr das tun. Wir wollen von der in Epheser checken, wenn ihr in der Bibel in der Hand könnt ihr aufmerken, ich kann nicht meinen Screen hier von der oben. Aber in Epheser hat Paulus 2 Gebete. Und wir wollen ganz kort ein bisschen noch die checken. Und dann werden wir eine Zeit haben, wo wir alle top beten. Und die können in ihre Heime mitlesen, mit der Schrift oder mitbeten, so sie dann wollen. Der erste Punkt, was wir wollen uns vertiefen, ist, dass wir wollen Jesus persönlich kennenlernen. Paulus betet in Epheser 1, Vers 15. Da sagt er so steht, von da an, als ich von den Glauben an dem Herrn Jesus hielt, und von wo je alle Helden leben. Und ich will hier mit stillhalten, diese 2 Wörter, Glauben und Leben. Dort ist der Grund von uns christlichen Glauben, und uns christlichen Leben. Das ist der Grund von uns Verhältnis mit Gott und mit Menschen. Weil in der Bibel ist klar, dass wenn wir an Jesus glauben, von uns hört, wir glauben, dass er ist gestorben, er ist begraben, er ist abgestanden. Und wir nehmen dort den Glauben an, das ist unsere Erlösung. Dadurch kriegen wir Vergebung, dadurch wird uns angenommen bei Gott. Und dann das nächste Wort sagt der Leib. So Paulus sagt zu der Ephesischen Kirche, ich habe von den Glauben gehört und von den Leib. Und weil Jesus auf diese Erde wieder und für uns eingebaut. Und dort wir laufen untereinander, so es ich gelebt habe. Und weil Jesus lebt uns so sehr, dass er ein Kreuz ging. Das, was wir wollen von der Bett führen. Er jägt sein Leben am Wort begraben. Er stund von dort ab, zu mir in die Raden. Und wir können dort von der führen. Und dass er hat unseren Sinn betont, dass beides in einer sieht, trödet in der anderen sieht, der geradste Fried, was wir können haben. Und so Glauben und Leben. Wir wollen von der beten, dass Gott uns Glauben wird stärken, besonders in dieser Zeit von Coronavirus. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren, vielleicht hast du dein Business als Teugung und du weißt nicht, was du da was holen kannst. Aber wenn wir alles auf dieser Welt verlieren, dann werden wir uns Glauben festhalten an Jesus. Aber das ist auch eine Zeit von Leib. Wir können unser Leib beweisen, indem wir andere Menschen halten. Vielleicht kannst du wem, wer das an Eten fehlt. Und ich weiß, hier in unserer Kommunität, da wird Eten top geführt, oder top gelegt, wenn das was durchkommt, dass wir arme Menschen können was geben. Und du kannst Part sein von dort. Wir können unser Leib ausleben, indem wir so glauben und leben. Und dann sagt er wieder, hier nicht ab für ihn zu danken und für ihn zu beten. So Paulus hat dankt und er betet für diese Kirche. Und dann sagt er, dass der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, Jünd macht den Geist von Weisheit und Einsicht schenken. Und weißt du, uns fehlt es an Einsicht, uns fehlt es an Weisheit.
Ons als kerkenleiders fehlt er dan wijsheid. Wat over de kerk leiden en zo'n titel staat, wanneer we goed kennen met je top zijn. En wat over ons jezelf leiden. Wat over onze familie leiden. Vielleicht hast du die Kinder thuis. En die als mannen zijn über einmal zum ersten Mal in Lehrer geworden in hun leven. So wat over dat. Ons fehlt het aan Einsicht en ons fehlt het aan wijsheid. En so Paulus beet voor de kerk in Ephesus. En van daar wil we voor ons beten. En we willen voor jullie beten. Wat ons hier dat we worden en dat die worden Einsicht hebben en wijsheid hebben in deze leer waar we zijn. Paulus zegt wieder, hij zegt, we willen am beter kennenlernen. So hij zegt dat we worden Einsicht hebben en wijsheid hebben, ten Jezus beter kennenlernen. En weet je, dat is een ganze denken in ons christelijke geloven. Dat is een persoonlijk verhältnis met Jezus. Ik wens deze tijd, wordt we uitnutzen, ten nader naar Jezus komen. Ik las mal een schrijver, die zei dat, wanneer er niets tussen mij en God is, dan is een druk, die trekt mij naar God. En dat brengt mij nader naar God. Maar wanneer ik den druk, oder die dingen wat in mijn leven aardig komen, wanneer ik dat laat tussen mij en God kom, dan schifft mir dat weg van God. En zowel we die dingen niet laten tussen ons en God komen, dat is wo in ons geloven fehlt, dat is wo in ons leven fehlt, ons fehlt Einsicht en ons fehlt wijsheid in deze leer waar we zijn. De tweede ding waar we willen kijken is dat Jezus, hij heeft een afgoed. We willen Jezus zijn afgoed kennenlernen. Paulus, hij redt wieder in Epheser 1, vers 18. Mocht hij jullie de Einsicht geven om hart te vernemen, wo groot de hoopning is, dat hij voor jullie eruit heeft. Vielleicht fehlt die Hoffnung in dieser Zeit. Dein Leben fällt so das Klopp taub. Wir wissen nicht, was wird passieren, oder wie lange wird es wiedergehen, oder was ist das nächste Ding, was uns wollen auf sein. Wir wollen nicht unsere Hoffnung in Christus verlieren. Und dann geht er wieder und er sagt, dass er für uns Reid hat, und wo groß und herrlich dort aufgeht ist, dort alle Helden in Christus gekriegt haben. Weißt ihr, was Lied? Wenn wir auf dieser Welt rein alles verlieren, dann haben wir unsere Hoffnung in uns aufgeht bei Gott. Da kann uns keiner wegnehmen. Paulus sagt in Römerbrief, du hast nicht ein Ding auf dieser Welt, nicht mal in der ersten Welt, wo Gott seine Leben von uns kann wegnehmen. Und weißt ihr, diese Hoffnung in Christus und das aufgeht in Christus. Ich kann immer, was er sagt, dass in Christus haben wir alles, was der Himmel zu beiden hat. Und dort ist uns aufgeht. Wir haben den ganzen Himmel, die ganze Ewigkeit, eine sinnlose Ewigkeit mit Gott taub und mit Jesus taub. Das wird wir oben, wenn wir an Jesus glauben. Und so Paulus betet für die ephesische Kirche. Er sagt, dass die wollen an das, dass die wollen Erkenntnis haben für das, die Hoffnung in das aufgeht. Und wenn wir nicht vergessen, in dieser schweren Zeit, oder in dieser Zeit, wo wir vielleicht Dinge verlieren, dass wir haben eine Hoffnung und wir haben ein aufgeht bei Gott. So, wir wollen Zeit nehmen zum Beten. Ich wollte diese Gebetspunkte einmal überlesen und dann wo ich diese durchbeten. Und ich würde fragen, dass die mitbeten mit uns, wo ihr seid, in der Familie. Vielleicht seid ihr am Dash, am 4 beten am Hof, wo immer ihr seid, dass ihr mitbeten mit diesen Dingen. Wir wollen Gott fragen für Glauben. Weil die Glauben kommt von Gott und uns fehlt es an Glauben in dieser Zeit. Wir wollen Gott fragen für Leben. Dass wir wollen die rechte Einstellung haben für Menschen, wo es an Halt fehlt. Wir wollen beten für Weisheit und Einsicht. Weisheit und Einsicht in dieser Zeit, wo wir sind, in den ganzen Chor in unser Leben. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. Weil wir beten, dass Gott uns wird halten, dass wir wollen Zeit nehmen für Jesus und dass wir ihn besser kennenlernen. Weil wir beten für Einsicht, wo groß die Hoffnung ist, dass wir diese Hoffnung für uns holen und dass wir nicht vergessen von unserer Hoffnung. Und dann werden wir Gott beten und danken für das Aufgut, was wir in Christus haben. So werden wir taub beten. Ich will euch leiden im Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von dir, dass du uns Gott bist. Wir danken dir, Herr, dass du bist immer noch auf deinem Thron. Und Herr, in dieser Welt gehen Dinge von dir ordentlich. Das fällt sich so, die ganze Welt ist zum Stillstand gekommen. Und wir wissen nicht, was wird passieren mit uns haben Gott. Wir wissen nicht, was wird passieren mit unserer Gesundheit. Oder was wird passieren mit unserer Kirche. Und in dieser Lehre fragen wir dir Glauben, Herr. Gib uns Glauben. Help uns nicht abzugeben, wenn die Dinge in dieser Welt nicht reich sind und wenn das düster sind. Herr, füll uns hart mit Glauben. Und Herr, wir fragen, dass du uns wirst voll mit deinem Leben. Herr, du sagst in dein Wort, dass der Heilige Geist jetzt seine Leben in uns hart nimmt. Und ich frage in Jesus' Namen, dass du das wirst tun. Gib uns die rechte Einstellung für die, die nicht haben. Gib
Geef uns de rechte Einstellung, dass wenn wir vielleicht feilen alles von uns festhalten, dass wir wollen uns hängen aufmerken und uns unseren unterleben und unseren unterhalten. Herr, geef uns Weisheit und Einsicht in dieser Zeit. Uns fehlt es an Weisheit und Einsicht. Wo gehen wir an mit dem ganzen Ding? Was tut mit meinen Schafen? Was tut mit meinen Kirche oder mit meiner Familie? Meine Kinder sind Haus und das Wild im Haus. Herr, geef uns Weisheit und Einsicht in dieser Zeit, wo wir sind. Jesus, wir wollen die besser kennenlernen. Help uns, dass wir uns wollen in dein Wort vertiefen. Help uns, dass wir unsere Üben wollen bei dir haben. Du sagst uns in dein Wort, dass wenn wir nu sind abgestunden mit Christus von Tod, dann sollen wir unsere Gedanken, unsere Üben durchhaben, wo du bist. Und ich will, dass du uns verschalten, dass wir wollen immer doller so wollen, als du bist. Dass wir die wollen immer doller liegen. Und dass wir wollen uns untereinander so leben und so halten, als du uns leben willst und uns halten willst. Herr, wir danken dir für eine lebende Hoffnung. Aber du allein bist unsere Hoffnung. Und Herr, auf dieser Welt unsere Hoffnung, die verschwindet. Herr, auf dieser Welt, du wünschst wir uns Dinge, aber unsere wirkliche Hoffnung, die ist auf dein Versprechen gebaut. Und Herr, wir fragen, dass du unsere Hoffnung wirst steuern. Help uns festhalten an dort. Und dann fragen wir die Herr, dass du uns wirst festhalten. Und dass du uns wirst Kraft geben, dass wir wirklich uns aufgehen in unsere Üben haben. Herr, ich will, dass du uns verschalten, nicht unsere Üben bloß auf dieser Welt haben, aber dass wir die wollen bei dir haben und dass wir wollen an denken, dass wenn das hier alles verfällt, du hast nicht ein Denken auf dieser Welt, was uns von dir kontran. Und dort aufgeht, was du für uns bereit hast, Herr. Wir danken dir dafür. Und himmlischer Vater, Dankeschön, dass du uns Gott bist. Dankeschön, dass du uns Erlöser bist und dass du der bist, was alles regiert. Und Herr, das Schab, wo wir boven sind, du hast ein Ziel mit dort und du wirst das Kraft durchbringen, wo du bist. Und help uns, an diese Hoffnung und das Aufgott festzuhalten, wenn auf dieser Welt unsere Hoffnung und unser Aufgott verschwindet. Dankeschön, himmlischer Vater. Wir beten das in Jesus' Namen. Wo grote spolong, die ans getrannt hilt, wo hoch die borg, die du vor mir lag. In die Vertreibung geht dein am Himmel, in Ruf die nun, in diese Nacht. Dann treibst du durch das Dunkel, brückst durch den Schatten von mir so.
du dort Kraft, auf kein Reichtum mehr. Dann schön dein Morgen, im Team versprechen, die begrüßt hat Arbeit, krieg Leben frei. Dann ut im Sternen, dein Leben brennen, doch du dort Kraft, auf kein Reichtum mehr. Jesus, du hast doch Kraft besiegt. Oh, Halleluja, Bester in dein Welt gefliegt. Halleluja, doch verloren Hol und Weg, hast dich hinlos genommen. Du hast Ladung genommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Bester in dein Welt gefliegt. Halleluja, doch verloren Hol und Weg, hast dich hinlos genommen. Du hast Ladung genommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Im Preis für Gott, meine Hoffnung lebt. So, wir wollen Jesus persönlich kennen. Zweitens, wir wollen dort aufgut kennen, was Jesus für uns hat. Das dritte Ding ist, wir wollen Jesus seine Kraft kennen. In Epheser 1, Vers 19, der Schrift Paulus steht, in dort je begreifen kann, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an ihm glauben. Na, weet je, diese Kraft, das ist Gott seine Kraft. Wir als Menschen, wir fühlen uns vielleicht einmal sehr kraftlos. Besonders in dieser Zeit, da fühlt sich so, wie ich kann nichts tun. Aber was kann ich noch tun? Oder was kann ich tun, um das ändern, die Zeit, wo wir sind? Und wir fühlen uns gewisse Moten haltlos. Aber weißt du, Gott seine Kraft. Na, Gott seine Kraft ist nicht hier, damit wir können immer unsere Wünsche und alle Kraft ausleben. Aber Gott seine Kraft ist hier. Je in den Diebel, je in dieser Welt, je in alles Beise. Und Gott seine Kraft schafft in uns. So, er bet für die Kirche in Epheser. Sie sagt, dass die wollen begreifen können. Diese riesige Kraft. Und dann sagt er wieder, das ist dieselbe jährliche Kraft, die er beweist, dass er den Heiland von dort abwirkt und bei sich zur rechten Hand den höchsten Ehrenplatz im Himmel gibt. Als Jesus von dort abstand, dort wird der Tag, wo der Diebel sein ganz geradster Verlust hat. Als Jesus gekreuzigt wird, als er wird begraben, dann leitet so, dass der Diebel hat gewonnen. Seine Jünger dachten, der Diebel hat gewonnen. Die Menschen Ramde dachten, die wird gegen Jesus werden, sie dachten, sie haben gewonnen. Aber dann kommt Sonntagsmorgens und sie haben das Grab besatt mit Soldaten, in den Jesus, den wo wir da ben holen, da wird keiner den da holen. Aber dann kommt diese riesige Kraft. Und weißt du, das ist nicht auf dieser Welt. Das ist nicht in der ersten Welt. Was meist Glück kommt mit Gott. Einmal haben wir meist ein bisschen Gedanken, dass der Feind und Gott hat meist Glück stark und was ich nochmal utwiesen werde, was gewonnen. Weißt du, der Feind hat vor lang verloren. Und Gott hat gewonnen. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast nicht, was mit Gott Glück kommt. Und so Paulus bet für die Ephesische Kirche, dass sie das wollen begreifen können. Und das ist auch uns Gebet von dir, dass wir wollen begreifen können, die Kraft, die Gott in uns hat. Er schafft in uns, er schafft durch uns, er schafft in unsere Kirche. Und Leben werden verändert. Und Menschen kommen mit Düsternis nun Licht. Und Gott seine Kraft schafft. Und dann sagt er wieder, dass diese Kraft, er sagt, er ist hoch über alle Macht, in Gewalt, in alle Kraft, in Herrschaft,
die du genannt worden kann in dieser Welt oder in die du noch kommt. Gott hat dem Herrn Jesus alles unter die Feit gelegt, in Arm aus Fürster über seine Gemeinde gesagt. Die Gemeinde ist sein Körper, in dem er selbst lebt, dadurch, dass sie durch Arm und von Arm alles gekriegt haben. Damit je diese Kraft, die wird nicht bloß Jesus von dort ab, aber diese Kraft ist über rein alle Herrschaft und alle Macht, was es gibt. Und welche Lied, die Kraft, die ist in der Kirche. Die Kraft, die lebt in uns. Das ist die Kraft von dem Heiligen Geist. Und er sagt, dass Jesus ist das Haupt von der Gemeinde. Wir haben durch diesen Titel manchmal von geredet, dass das Gebiet ist nicht die Kirche. Du, wo je von dir sind, rum jün Dash, in jün Haus, oder in jün Hof, wo immer je sind, dort wo die Kirche ist, dort wo der Heilige Geist ist, dort wo diese Kraft ist. Jesus wohnt selbst in seiner Kirche. Er sagt, die Gemeinde ist sein Körper, in dem er selbst lebt. Und was immer passiert auf dieser Welt, wir werden niemals vergessen, dass die Kirche Jesu Christi, die wird never abhören auf dieser Welt, aber den Tag wird Gott uns hier was wegholen. Und so diese riesige Kraft, die ist in uns, und uns Gebet ist von der auch, dass wir das Wort begreifen können. Das vierte Ding, was wir wollen denken, ist, dass Jesus seine große Leib. Paulus sagt in Epheser 3, Vers 18, das ist das zweite Gebet, was Paulus in Epheserbrief beten hat. Da betet er so steht. Ich bete auch, dass ihr mit allen anderen Helden taugt möchten, die Kraft kennenlernen, wodurch ihr begreifen kann, wo lang und breit, wo hoch und tief Christus seine Leib ist. Ihr sollen kennenlernen, wo Gott Christus jünd ist. Und ich wünsche, wir können das wirklich lernen. Weil Gott seine Leib für die jetzt immer rein alles, was du dir ausdenken kannst. Die jetzt so tief und so breit und so hoch, als wir denken können, und danach viel wieder. Weil heute kann weit mehr in uns tun und durch uns, als wir uns ausdenken können. Gott seine Kraft und Gott seine Leib, der ist in uns. Er sagt wieder, und dort jetzt viel wieder, als wir abwarten oder verstehen können, so dass die vollends und ganz haben möchten, was Gott für ihn hat. Und so werden wir nicht vergessen, dass Gott seine Kraft ist, noch einmal hier. Na, vielleicht sagen sie, Frau, was ist das dann nicht mal Coronavirus in den Stich? Und ich glaube, das tun wir, wenn Gott hat diese Welt so gemerkt, dass wir uns früher wollen, haben Dinge in dieser Welt sind gefallen. Aber Gott hat versprochen und Gott sagt, dass er wird uns holen durch diese Zeit, er wird uns leiden durch diese Zeit und er wird diese Zeit ändern. Er wird uns hier wegholen. Er wird nie Himmel und nie Erde merken. Dort ist uns Aufgabe, dort ist unsere Hoffnung, dass wir wollen hier einen Tag zurückkommen. Aber nur in diesen Troubles, wo wir sind, werden wir uns seine Kraft festhalten und uns seine Leib. Die Leib, die jetzt sehr, sehr viel tiefer als wir leben. Wir haben vielleicht einmal jetzt eine Idee, dass Gott, der wird vielleicht gleich für uns beten, oder vielleicht wird uns raten, wenn wir krank sind und so werden. Gott seine Leib jetzt ring uns was umkriegt. Er hat ganz was an den Tod, wo er selbst gestorben hat für uns. Zum dort betonen, was uns von Gott dran hat. Und so Gott seine Leib, der ist sehr groß. So wir wollen wir beten. Und wir wollen ganz besonders beten, dass wir Gott seine Kraft begreifen können. In unser eigenen Leben, auch wenn Dinge arg gehen ins Leben, aber wir nicht so denken, dass der Feind hat gewonnen. Auf dieser Welt sieht es einmal so. Auf dieser Welt sieht es so, dass du bei der Kriegsjung, du hast den Feind gewonnen. Und ich glaube, klar, sie können hängen, und dachten, nu haben wir es gebüht. Und die jüdischen Lehrer und die römischen Lehrer, sie dachten, sie haben es nicht gebüht. Aber dann kam die Auferstehung. Und dort kommt eine Auferstehung in uns Leben. Das Ding, wo du nu bist, das ist lang nicht das eng. Weil wir das immer klar haben. Und so Gott wird eindachtet alle anderen. So werden wir seine Kraft begreifen. Und dann werden wir Gott seine Leib begreifen. Da wir das wirklich annehmen, dass er lebt die. Und er wird alles tun, und er hat alles getan, um dir raten. Und weil ich gleich so zu denken, dass das wird meist nicht möglich sein, für die verloren zu gehen. Wenn Gott leicht diese Säure. Gott wird die leiden. Und besonders, wenn du an Jesus Christus bleibst, du bist unter Gott sein Schutz, und Gott wird dich durchhalten. Du hast nichts, was dich von Gott kontrollieren. Und seine Leib, der ist groß. So ich würde freuen, dass ihr alle taub mit mir zu beten, besonders für diese zwei Dinge.
für Gott seine Kraft, dass wir das begreifen können und dass wir seine Liebe begreifen können. Himmlischer Vater, wir sind Menschen auf dieser Welt, wir sind Schwachheit, wir fühlen uns selbst schwach. Herr, wir würden gleich in dieser Lehre ändern, wo wir sind. Aber unsere Kraft verrät man so ein kleines Ängstchen. Aber du sagst uns in dein Wort, Herr, dass die selbste Kraft, was Jesus von Graf rüberbracht, die selbste Kraft, was die Soldaten durch mir handfallen und schlucken, die selbste Kraft, was den Stein wegrollt, die selbste Kraft, was Tod überwinden wird, die Kraft, die wohnt in uns. Help uns dort zu begreifen, help uns dort zu glauben, dass der Heilige Geist wohnt in mir, der Heilige Geist gibt mir Kraft, der Heilige Geist wird mich halten. Und ich will nicht fallen in dieser Stadt. Ich will nicht hier zu nichts werden, aber ich habe eine Hoffnung, eine Zukunft. Und ich habe die Kraft Gottes in mir. Und ich bete, dass du uns halten, Herr, dass wir das begreifen können. Und dann freue ich mich, dass du uns halten, zu begreifen, wo unbeschreiblich groß deine Liebe ist. Herr, dein Wort sagt, er ist länger und tiefer und hecher breiter, als wir uns ausdenken können. Und du sagst in deinem Wort auch, dass du wirst mehr tun in uns und mang uns, als wir uns träumen können. Und ich bete, Herr, dass du uns wirst füllen mit deinem Leben und besonders mit der Kraft, dass wir das begreifen können, dass wir das glauben können. Herr, wir denken einmal so, dass wir sind hier auf dieser Welt und wir sind auf uns einig. Wir müssen uns selbst verteidigen, wir müssen selbst fährten und tun. Help uns, an deine Kraft und an deine Liebe zu glauben, Herr. Und ich bete ganz besonders für jeden einen von der Kirche hier dich bei, weit auf. Du weißt krank, was von den Troubles jeder einer derche. Du weißt krank, mit was sie von dir kämpfen. Und ich freue in Jesus Namen, dass deine Kraft, was du besonders nennen kommst, dass du wirst ihn dort begreifen lassen und enthalten dort zu begreifen, dass du hast Kraft und dass du hast ihn so lieb. Du hast nicht ein Ding in dieser Welt, wo uns trauen kann von Gott seine Leben. Nicht in der Coronavirus, nicht wenn wir alles verlieren, dann haben wir deine Leben. Und ich bete in Jesus Namen, dass du uns halten, dort begreifen. Amen. Online devices. Okay. Roter Bienlinge sein, Brautwort von mir, Blume go, so das bloß du heim, du allein. Licht in dunkelste Nacht, ohne Wort hoch Dinge braucht, so das bloß du heim. Gott, du bist Krater, Gott, du bist starker, Gott, ich das Leben alle Tondre. Du bist uns Heiler, und starker als du bist du. So best blows du heim, du allein. Gott, du bist Krater, Gott, du bist starker, Gott, ich das Leben alle Tondre. Du bist uns Heiler, und starker
zoals we als ik het eerst zei, we willen nog alle top tot Owentmol gaan. En ik wil je het leiden van jou hier over livestream. Jezus zei te zijn jingen dat hij had zich gebankt, dat hij had een verlangen gehad, met een top dat pasalom te eten. En weet je mij, dat krijgt staat van jou. Ik wil zo het lijken met je top in de banken, dat we alle top kunnen. En een dag waar het kan. Maar van jou hebben ze dit en wie willen God dankbaar zijn dat we ze dit kunnen. En zo ik wil je vragen dat je een brood neemt. Vielleicht heb je een brood in je huis. Of je hebt crackers. Whatever het is. Maar ik wil vragen dat du als voeder. Of du als leider am Heim. Vielleicht hast de voeder niet thuis. Vielleicht hast de mama door. Of je als elder een top. Maar dit is een gelegenheid voor jullie familie. En met jullie familie top. Tot Owentmol gaan. Jezus zegt in Matthäus 26, vers 26. Als zij eten, neemt Jezus dat brood. Dankt dafür en bruikt dat. En geeft zijn jingen dat en zegt, neemt en eet. Dit is mijn karper. Weet je, Jezus wordt gebruiken. Voor mij en voor die. En voor jou wanneer we dit brood nemen, en wie breken dat. En wie nemen daarvan en wie eten. Dan willen we dan denken en willen we God danken. Voor dat Jezus voor ons sterven. Dat weet ik en du, wie zullen doorheen. En ik wil nou eenmaal, wanneer we mal een werkelijke Christen kunnen zijn. Dan wordt ons dat vielleicht bij eenmaal ganz anders sluiten, de ganze denken. Maar ik en du hadden ons de eeuwigheid verdient, getrennt van God. In de verdammnis. Maar bij Jezus geht om Christus en zijn karper wordt gebruikt voor mij en voor die. Zo ik wil met jullie top beten. En dan willen we alle top eten, zoals we worden, wanneer we hier top zijn. We willen top God danken. Himmlischer Vater, krijgt uns een Weidkuren en Eden en Veld en du storft, aber du warst ne plant. So gingst du nun Christus en du starfst du. En du geeft die karper wordt gebruikt voor ons. Die karper wordt durchgekield, wordt durchgespekt. Die karper wordt sozusagen in eingereden voor ons. Van der willen we die danken voor deze erlösung. Van der willen we die danken dat du zo'n grote lief had voor ons, dat du nun Christus gingst voor ons. Dankzij Jezus, we beten dit in die naam. Amen. We hebben alle top eten. Dat zegt in Matthäus dat nu ankers. Neem Jezus dat kuffel. En hij zegt, dit kuffel representeert mijn bloed in de nieuwe bund. Hij zegt in Matthäus 26 staat. En hij neemt een kuffel wien. En als hij daarvoor gedankt had, geeft hij aan dat en zegt. Drinkt alle van dit, wils dit als mijn bloed in de nieuwe bund. Dat voor velen vergoten wordt. En dan hoor ik nu de laatste zot. Hij zegt, wat voor velen vergoten wordt, dat aan kan de zinden vergeven worden. Weet je, Owentmol is ook een tijd, wo we ons zelfs onderzien. Owentmol is een tijd, wo we dat erkennen, dat we zijn zinder. We vallen kort voor wat we bij God zullen zijn, in onszelf. Maar Jezus heeft ons geraden. Jezus geeft zijn karper. Hij geeft zijn bloed. En van jou kan ik du vergeving gaan. Paulus zegt in de Epheserbrief dat in Christus zijn onze zinden vergeven. Wie kan van jou voor God staan als ganz schuldlose, zinlose mensen? Nou, ik weet dat is niet in onszelf. Dat is in Christus. Maar ik wil vragen dat we onszelf worden onderzoeken. Wat staat het met mij? Is door versterkende zin in mij?
sind da Dinge in mir, was der Heilige Geist mir lang gesagt hat, die sollen eruit. En dat we in ons leven nenkijken en dat we laten den Heilige Geist ons reinigen. Wenn hij zegt, zijn bloed wordt vergoten, tim dat onze zinden kunnen vergeven worden. En zo wanneer we dit van jou drinken, dan werden we dan denken dat onze zinden zijn vergeven in Christus. Al die zinden. Vergangenheid, van jou en toekomst. Die zijn al alle vergeven, wanneer we in Christus zijn. Jezus heeft het betoeld. En zo werden we drinken met dat hem zijn. Waar we nog toe beden. Ons himmlische Vader, dankzij voor het bloed. Dankzij dat du ons dien bloed gegeven hast. Herr, du zegt dort im Garten Eden, dat du voor de dood komt voor zin. En vandoor wieder nimmst du immer een stellvertreter, aber du musst immer das bloed vergoten für zin. Wenn zin met mijn leven betoelt. Aber dann kommst du selbst. En Johannes zegt, check, dat Lamm Gottes, wat de zinden van de wereld wegneemt. En Herr, du jengst nun kriets in die blote Hand. En du betoelst onze zin, nu tja wie vergeving kan. En Herr, ik bid voor ieder einen, wat dit van jou dringt. Help ons zelfs om je zegen. Help ons zelfs te checken, als du zin in ons leven, zijn er dingen in ons leven, wat niet reich zijn. En dat we worden buße doen. En dat erkennen dat in die is vergeving. En du hast ons vergeeft. En dat we worden werkelijk van Horten aannemen. Dankeschön, Jesus, für die bloed. We hebben alle top drinken. Dat is goed, dat we Kansas dit Owentmol hebben. En ik wens, we kunnen het werkelijk voelen. Dat Jezus is ons goed. Hij leeft ons, hij is voor ons gestorben. En zijn kracht willen ons schaffen. Mag Gott jent reklich zijn. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone,
mercy waits, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Wir sind bei den Ende gekommen von dieser Andacht. Und ich will noch mit Ihnen zu beten. Und ich wünsche Ihnen ganz besonders Gott sein Segen. Was immer ihr tun oder was immer in Ihrem Leben passiert. Schickt uns welche Bilder von wenn ihr als Familie habt, Taub Owentmol gehabt, oder vielleicht mit Freunden Taub. Und dann wollen wir stark bleiben in uns Glauben, in unser Leben. An Gott seine Kraft glauben und an Gott seine Leben glauben in uns Leben. Und wenn wir dankbar leben für was Jesus für uns getan hat. Wenn wir noch zu beten. Ziemlicher Vater, ich freue dich sehen, über jeder einen, der uns hier sitzt. Ich freue, dass du uns wirst beschützen. Herr, wir freuen im Namen Jesus, dass du uns wirst leiten durch diese Zeit von diesem Virus in unserer Welt, in wo unsere Ökonomie sozusagen top klappt. Herr, wir geben das nur die. Ich bete für dich, was ihr geschafft haben, es zu machen. Jeft du in sich und Weisheit, die rechte Dinge zu tun. Ich bete für Sohne, die ihre Arbeit verloren haben. Im Namen Jesus, Herr, wir freuen, dass du uns wirst leiten durch diese Zeit. Und ich bete, dass du uns wirst halten musst, dass wir die Körper Jesu Christi sind durch diese Zeit. Dass wir wirklich live haben, einer von anderen, dass wir mit deiner Kraft vorwärts gehen und dass dein Name wird verherrlicht werden. Und ich bete nur im Namen Jesus, dien sehen über unsere Menschen in der Kirche und die wird uns hier von wieder auf. Wir beten, dass dien sehen und deine Leitung wird in uns Leben regieren. Wir beten in Jesus' Namen. Amen.